Ich bin dann mal weg ist ein absoluter Bestseller. Das ist ein Buch von H.P. Kerkeling, wo er genau beschreibt, wie er den Jakobsweg gegangen ist. Ich glaube, mittlerweile über 1 Millionenmal-fach verkauft. Das würde ich dem Kollegen auch wünschen, der offenbar auch ein Profi ist auf diesen Wanderungen. Er hat allerdings einen anderen Weg, uns heute anzubieten. Und wir schauen uns einmal, wir holen uns eine Kostprobe von einer DVD, der Jakobsweg, Alexander Rüdiger. Bitte schön. Der Weg nach Santiago ist nicht nur ein Stück, das man gehen muss, um irgendwo anzukommen. Er ist keine Probe, um eine Belohnung zu erhalten. Der Weg ist Leben und individuell wie jeder Mensch. Der Weg macht dich einfacher, je leichter das Gepäck ist. Desto leichter sind deine Schultern und umso mehr machst du die Erfahrung, wie wenig du zum Leben brauchst. Hier ist er im Studio, Alexander Rüdiger. Grüß Sie. Das ist eine DVD? Das ist eine DVD. Und diese DVD zeigt deinen Weg, aber in Spanien. Genau. Und nach Santiago, wie heißt das? Nicht Compostela in dem Fall, sondern... Doch, Santiago de Compostela. Das stimmt doch. Schon, ja. Du bist es aber, glaube ich, schon zum 4. Mal gegangen. Ist richtig. Warum? Ich meine, immer wieder den gleichen. Gut, ich fahre jede Woche zum Königelberg. Aber warum? Seit fast 20 Jahren. Seit mehr als 20 Jahren. Und warum machst du immer den gleichen Weg? Also ich bin 4-mal den Camino del Norte gegangen. Das ist der an der Küste ist. Dann einmal den Camino Primitivo. Das ist der vom Camino del Norte zum Camino Frances hinaufgeht, also der Verbindungsweg. Primitivo merke ich mir gerade noch. Und dann gibt es natürlich den bekannten, den Camino Frances, wo halt auch der H.P. Kerkeling drüber geschrieben hat. Ich dachte, der war in Frankreich unterwegs. Na, du beginnst in Frankreich, in Saint-Jean-Pierre-de-Port, gehst dann über die Pyrenäen und auf Hannibals Spuren. Bis ungefähr 700 Kilometer sind es. Über 700. Du, wir haben ein paar Bilder, vielleicht sagst du zu jedem selbstverständlich Bild was. Erstes Bild, schauen wir mal rein, was da gezeigt wird. Bitte schön. Das ist jetzt ein typisches Pilgerbild. Ja, so sind die Vegetationen in Spanien. Gehen wir vielleicht gleich zum nächsten über. Trifft man da ständig Menschen, andere auch? Ja, du triffst, und das ist ja hochinteressant, du triffst von der ganzen Welt die Leute. Das ist zum Beispiel jetzt Muxia, das Ende der Welt hat man das auch genannt. Also der Weg führt auch am Meer vorbei. Das ist richtig. Ne? Ja, also das ist der Camino del Norte, ist direkt am Weg, nicht so wie der Camino Frances am Landesinnere. Vielleicht auch gleich das nächste Bild. Du kennst auch schon alle Herbergen. Ja, mittlerweile ja. Das ist zum Beispiel eine ganz berühmte Unterwasserbrücke, die Richtung Muxia geht. Da müssen sich die Pilger zum Beispiel die Hose dann ausziehen. Sieht man auch, ist übrigens das Cover von der DVD. Das heißt, diejenigen, die DVD haben, wissen, dass ich hier keine Hose anhabe. Ausschauen tust wie ein Pfadfinderführer eigentlich. Aber das ist halt das heißt du. Und was heißt Unterwasser? Muss man untertauchen? Richtig? Nein, nur bei dem einen Bild, das vorher war. Jetzt zum Beispiel, das ist ein irrsinnig schönes, weil da geht es auch um ein Ritual. Das ist jetzt das Cap Finisterre, wo man bis zu Christoph Kolumbus, ich glaube, es war, du bist so geschichtlich bewandert, 1492, glaubte, dass dort die Welt zu Ende ist. Und dort verbrennen die Pilger dann ihre Pilgersachen und gehen dann auch noch ins Meer hinein. Das bist aber nicht du da im Bild. Nein, nicht wirklich. Und das nächste Bild, das ist zum Beispiel dieser Monolith, nennt man das. Der ist auch der Wegweiser bis nach Santiago, beziehungsweise zum Ende der Welt nach Finisterre. Und da, bei dem, das sieht man jetzt natürlich im Bild nicht ganz so genau, steht 0,00 Kilometer. Das heißt, dann hat man es wirklich geschafft. Man ist am Ende der Welt angelangt. Wie viele Kilometer gehst du? Durchschnittlich pro Tag, und da muss ich jetzt einen dehnbaren Begriff hernehmen, weil es immer unterschiedlich ist, zwischen 25 und 50, würde ich sagen. Ja, und es sind auch für dich am Schluss über 700, oder? Sogar mehr, weil ich immer über Santiago hinausgehe. Da sieht man zum Beispiel, das ist jetzt der spanische Camino del Norte, und der gefällt mir deswegen so gut, weil du vorher gefragt hast, warum gehst du den 4-mal? Weil dort zu den Bergen und den Seen noch die Weite des Meeres dazukommt. Und das Herrliche ist, du gehst untertags zum Beispiel in den Bergen und am Abend landest du in der Herberge und dann bist du vielleicht Fisch essen in den herrlichen Fischerdörfchen. Das dürfte das nächste Ich müsste jetzt sein. Kopf rechnen. Wie lang bist du unterwegs insgesamt? Ich nehme mir immer vor, so um die 30 Tage.
Und das machst du jedes Jahr? Das mache ich mittlerweile, also 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 und 2011. Hat es einen sportlichen oder einen religiösen Hintergrund? Das ist eine schwierige Frage, weil es hat von allem etwas. Du weißt, ich bin jemand, der gerne Sport macht, aber ich bin vor allem jemand, der sehr gerne in der Natur draußen ist. Und diese Verbundenheit, die man dort am Weg hat, du triffst Leute aus der ganzen Welt. Du hast mit diesen Leuten ein gemeinsames Ziel. Es reduziert sich, vielleicht gehen wir auch gleich zum nächsten Bild weiter. Es gibt noch Bilder. Ja, es gibt eine ganze Menge Bilder, so viel es sich halt ausgeht. Das zum Beispiel, also um das noch vorher fertig zu machen, du reduzierst es dann auf Essen, Schlafen, viel trinken zum Beispiel. Und das sind die Pyrenäen, das ist schon der Camino Frances. Und da kann es auch relativ frisch werden. Da oben liegt der Schnee, also ja, ist nicht nur heiß am Camino Frances. Und das ist es, da sieht man eben auch, ich glaube, die eine Dame hier links, die ist aus Rumänien. Hier vorne, der ist, glaube ich, aus Tokio gewesen. Bei dem da hinten, ich glaube, der war aus Holland. Also du siehst, es ist diese Verbundenheit mit Menschen aus der ganzen Welt. Und das Spannende daran, das fällt mir bei diesem Bild ein, die Menschen sind nicht nur römisch-katholisch, sondern sie sind aus sämtlichen Glaubensrichtungen. Und das macht diesen Weg aus. Da sieht man zum Beispiel ein Bild aus der Herberge. Man sitzt gemeinsam, man plaudert. Warum geht jeder diesen Weg? Jeder hat so seine eigene Geschichte dazu. Und das hast du alles auf deiner DVD auch versucht zu dokumentieren? Auf der DVD selber sind Bilder von mir und von einem Pilger, den ich auch am Camino Frances getroffen habe. Was heißt dieses Chill-Out-DVD? Das hat sich folgendermaßen zugetragen. Diese Bilder eben von mir und von einem Pilger, den ich am Weg getroffen habe. Ja. Der Ziert aus Abu Dhabi, der ein Profifotograf ist, hat der Wolfgang Ceylan, das ist der Produzent und Komponist von Pepermund und ich glaube auch den Ausseher Hartbadlern, hat diese Bilder gesehen, wohlgemerkt jetzt nicht die, die wir hier gerade sehen, sondern die sehr guten und ausgesuchten und hat gesagt, da mache ich ja Musik dazu. Und das ist jetzt mein persönlicher Albtraum. Stockbetten mit Leuten, die man nicht kennt. Ja, und vor allem das Schöne ist, hin und wieder sind auch Wanzen dabei. Ja. Ja, das kann da alles passieren. Und natürlich nicht zu vergessen, man hat nicht nur ein gemeinsames Ziel, man hat auch die gemeinsamen Probleme mit den Füßen. Am Abend kommt das fröhliche Blasenaufstechen und ja, da zeigen wir gerade unsere Fusseln her. Und das zeigt vielleicht dieses Bild, es ist diese Reduziertheit auf das Wesentliche. So wie ich gesagt habe, im Essen, Schlafen, Wäschwaschen und vor allem, wie man auch hier sieht, viel trinken, ganz, ganz wichtig. Ja. Wobei der Kerkeling hat sehr viel Platz der Wahl des Schuhwerkes gewidmet, hat da irgendwelche australischen Schuhe als die idealen Wanderschuhe, aber wie pflegt man die Füße? Da hat er auch geschrieben, also in den Herbergen haben sie schon Spezialcremen und schmieren an ein. Ist richtig, ja. Also es gibt sogar in den Herbergen, dass die Herbergsleiter schon eigene Personen haben, die sich nur um die Füße der Pilger kümmern. Die stechen die dann auf und ziehen einen Faden durch die Blasen, machen einen Knopf rein und lauter solche Dinge. Ist ja widerlich, was du da selbstverständlich. Ich habe mir gedacht, dass du so drauf reagierst. Ja, ich gehe doch nicht irgendeinen heiligen Weg damit immer Blasen aufstechen lassen. Dann. Es macht eben diese Verbundenheit aus. Das ist es, die Geschichten, die jeder zu erzählen hat. Also beim Bundesheer haben sie mir damals erklärt, wenn ich keine Blasen haben will, nicht Socken wechseln. Was ist richtig, ja. Na, das hast du natürlich dann dort auch. Und dann kommt noch die diversen Cremen, um jetzt keine Werbung zu machen. Dann wäschst du die Socken nicht. Also es hat schon was Geschmackiges an sich. Das glaube ich. Beim Essen, wenn man sagt, na, sie waren aber schon lange unterwegs. Ja. Servus. Aber es machen ja alle. Von daher ist es nicht mehr so tragisch. Und am Abend werden da wirklich dann dort erkennen Sie dich schon wieder, wenn es schon so, ich meine, die Herbergseltern? Nee. Teilweise ja. Also am Camino del Norte kenne ich teilweise schon. Del Norte. Del Norte. Das Ziel ist dann Santiago, ist das eine Basilika? Das ist die Kathedrale, wo angeblich die Gebeine vom heiligen Jakobus liegen. Und da ist dann die Kathedrale und dort pilgert man halt als Ziel hin. Das soll so ein unglaubliches Erlebnis sein, wenn man eintrifft. Ist es auch. Irgendwie, also schon die ganze Stimmung dort. Ich meine, du kennst das jetzt dann schon, ne? Und vom Ziel weg geht es dann mit der Bahn zurück oder per Flug? Das ist unterschiedlich. Also man sollte sich keinen Druck machen und ein Rückflugticket oder Zugticket oder Busticket nehmen erst vor Ort, weil sonst hast du einen Stress, wenn du zum Beispiel irgendjemanden triffst, mit dem sympathisch ist, wo du ein bisschen Zeit verbringst oder bei einer Herberge, wo es dir gefällt oder das Wetter ist schön und du möchtest bei dieser Gegend bleiben. Also wenn Sie nicht genug bekommen können von dem Alexander Rüdiger,
Jetzt geht's wieder los mit Moneymaker. Richtig, ab morgen. Das läuft dann 2 Monate lang. Bis oder Ende wie? August. Täglich. Täglich, du sagst es. Und schauen Sie sich an, weil anschließend ist er wieder mit ungewaschenen Socken irgendwo unterwegs. Richtig. Ich danke dir. Peter, vielen herzlichen Dank. Alles Liebe.